Herzlich willkommen bei Rennrad News. Wir reden heute über ein leidiges Thema: Schmerzen beim Radfahren. Ich hatte schon mal Schmerzen beim Radfahren, viele hatten schon mal Schmerzen beim Radfahren. Und ich kenne mich zwar aus persönlicher Erfahrung mit den Schmerzen aus, aber woher die Schmerzen kommen, was man dagegen tun kann, das weiß ich nicht. Und deswegen habe ich mir Unterstützung geholt. Ich bin bei Ergon. Sie haben 20 Jahre Erfahrung in der Ergonomieforschung und neben mir steht Dr. Kim Trofaute. Er ist Sportergonomist und von Ergon. Und ja, Kim, du wirst uns alles zum Thema Schmerzen beim Radfahren und wie man sie beseitigt erzählen. Ja, genau. Da gibt es ganz viele Aspekte und natürlich sollen da auch praktische Tipps bei sein. Ja, praktische Tipps gibt es am Ende des Videos, also bleibt dran, es lohnt sich. Ich habe persönlich die Erfahrung, dass ich auf verschiedenen Testrädern unterschiedliche Schmerzen haben kann, je nachdem, was da für ein Sattel drauf ist und welche Schmerzen es überhaupt am Po gibt und was der Sattel damit zu tun hat. Kim, da bist du eigentlich der Experte. Ja, das hier ist ein typischer Rennradsattel, ja, so mit Bling-Bling Carbongestell, damit er schön leicht ist ja für uns Rennradfahrer auch wichtig. Aber natürlich muss man auch lange sitzen können. Und es ist heute ja auch bei den Profis sogar so, dass Komfort vor Gewicht kommt. Und der Komfort, der ist natürlich deswegen wichtig, weil die meisten Beschwerden treten halt beim Sitzen auf. Studien zeigen, etwa 2/3 aller Radfahrer haben Beschwerden beim Sattel. Das heißt, die Auswirkungen, die sind unterschiedlich. Wir haben sowohl Probleme, dass wir vielleicht zu viel Druck hier in den Sitzknochen spüren, aber auch, dass man hier taube Genitalien hat oder sich sogar wund reibt. Ja, du sprichst gerade den Genitalbereich an und ich habe zum Beispiel persönlich gemerkt, dass ich Schmerzen im Genitalbereich oder Urogenitalbereich, sagt man, glaube ich, ausgleiche durch eine Korrektur meiner Sitzhaltung. Kann mir der Sattel dabei auch helfen, das auszugleichen? Je nach Form des Sattels kannst du natürlich dynamisch sitzen. Also bei Ergon-Sätteln ist das immer möglich. Das heißt, man hat verschiedene Sitzpunkte. Man kann weiter nach vorne, weiter nach hinten rutschen, so dass man auch die Belastung variieren kann. Und das ist natürlich sehr gut. Selbst wenn man jetzt weiter nach vorne rutscht, hat man immer genug Entlastung hier im Dammbereich, durch den lang auslaufenden Kanal. Und ja, wenn du natürlich dann auch mal ein bisschen nach vorne und nach hinten rutschst, dann hast du unterschiedliche Druckpunkte und dann kann man auch wirklich lange fahren. Das betrifft ja jetzt Männer, was du bis jetzt gesagt hast. Ist das bei Frauen anders? Bei Frauen kann das ähnlich auftreten. Auch die können Beschwerden natürlich unter den Sitzknochen haben, aber auch im Genitalbereich. Da gibt es auch böse Entzündungen, die man dort bekommen kann. Bei Frauen ist es ja auch offen, der Bereich, und deswegen ist das bei denen fast noch wichtiger. Oft sind Frauen auch empfindlicher, Gewebe ist viel feiner, die Haut ist viel empfindsamer und daher macht das total Sinn, unterschiedliche Designs für Männer und Frauen zu machen. Also ihr habt dazu auch Studien gemacht. Macht wirklich Sinn, unterschiedliche Sättel für Männer und Frauen zu haben. Da gibt es ja auch andere Meinungen zu, aber eure Studien haben das eindeutig gezeigt. Wir haben selber Studien gemacht, gerade weil es so viele unterschiedliche Studien gibt. Aber es ist natürlich richtig, es gibt Studien, die sagen, ja, kann man, braucht man aber nicht. Wir haben aber herausgefunden, dass die Frauen viel besser sitzen auf einem Sattel, der frauenspezifisch ist. Ja, du hast jetzt die unterschiedlichen Beschwerden erklärt. Wie spiegelt sich das dann am Sattel wider? Ich zeige dir zuerst mal die Unterschiede vom Becken von Männern und Frauen. Wenn du gerade mal hältst, hole ich mal gerade die Becken. So, und hier sieht man mal zwei verschiedene Becken. Man sieht, die sehen sich erstmal sehr, sehr ähnlich, aber wenn man jetzt die übereinander hält, dann sieht man hier vorne, dass das Frauenbecken, was hier unten ist, viel breiter ist. Und auch der Winkel hier vorne von den Schambeinbögen, der läuft bei dem Männerbecken viel enger als bei dem Frauenbecken. Das hat natürlich mit dem Geburtskanal zu tun und dadurch hat man auch eine andere Auflage, eine andere Anatomie auf dem Sattel. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, die Form muss ja immer passen, dass dann die Form eines Männersattels für eine Frau nicht optimal ist. Ja, man kann irgendwie drauf sitzen, aber gut ist anders. Ich hole mal gerade den Damensattel. Man sieht ja auch, dass der die Entlastung viel weiter vorne hat. Und man fragt sich, warum. Ich meine, die Männer haben ja vorne das Geschlechtsorgan. Aber Frauen sitzen oft viel stärker geneigt, gerade beim Rennrad. Das heißt, das Becken kippt extrem weit nach vorne. Und jetzt sieht man schon, man bekommt den ganzen Druck vorne in den Schambereich rein. Ja, Männer sitzen aufrechter, so dass hier die Belastung eher in der Mitte erfolgen muss. Das haben wir auch in unzähligen Druckmessungen bewiesen und gezeigt. Und auch die anderen Institute haben ganz ähnliche Ergebnisse.
Stichwort Druckmessung, du hast schon selbst sehr viele Leute aufs Rad gesetzt. Wie viele Leute hast du schon gefittet? Ja, ich glaube ein paar tausend und wir haben 10.000 Druckmessungen gemacht. Also ich glaube, es gibt kaum ja, Kollegen, die da mehr gemacht haben. Ja, und jetzt hast du gesagt, die Sitzhaltung spielt eine Rolle. Welche Faktoren spielen noch eine Rolle? Also ich kann mir vorstellen, zwar haben Frauen ein breiteres Becken, aber es gibt ja auch verschiedene Frauen und verschiedene Männer. Wie ist es mit der Sattelbreite zum Beispiel? Also wir haben jetzt hier dieses breite Damenbecken und man sieht, dass der Sattel ein bisschen schmal ist. Das ist jetzt unsere kleinere Breite. Wir haben insgesamt 2 Sattelbreiten, mit denen wir eigentlich auch alle Größen abdecken. Ja, wenn ich jetzt meine persönliche Sitzbreite nicht kenne, wie kann ich die erfahren? Es gibt dazu Messhocker, die haben zum Beispiel Händler, oder man kann auch einfach eine Sitzpappe nehmen, wo man dann den Abstand messen kann. Es wird dann der Abstand gemessen hier zwischen den beiden Sitzbeinhöckern. Und wir haben dafür dann 2 Größen bei den Sätteln. Einmal unsere SM-Größe, die von 9 bis 12 cm geht, und die ML-Größe von 12 bis 16 cm. Und damit denken wir eigentlich die gesamte Breite ab. Woher wisst ihr das, dass ihr da alles abdenkt? Wir haben dazu auch viele statistische Studien gemacht. Und natürlich hat man dann immer so Randperzentile, die dann vielleicht einen Sondersattel brauchen, aber wirklich 90% aller Kunden kommen mit den Größen gut zurecht. Ja, jetzt gibt es ja eigentlich auch jede Menge Rennradtypen und damit auch verschiedene Sitzhaltungen. Also vom Aero-Rennrad, wo man richtig so drauf sitzt und richtig flach sitzt, bis zum Gravelbike, wo man ja eher tendenziell aufrecht sitzt, sogar Trail-Gravelbikes, wo man richtig aufrecht sitzt. Muss ich das auch bei der Sattelauswahl berücksichtigen? Kann das zu Schmerzen führen, wenn ich da was falsch mache? Also grundsätzlich können alle Ergon-Sättel auf allen Radtypen benutzt werden. Man kann dann die mit der Einstellung noch weiter zum Beispiel für eine tiefere aerodynamische Position oder aufrechte Position nachstellen. Aber wir haben für alle Radtypen, Allroad und Gravelbikes, sogar spezifische Sättel entwickelt, weil man kann da deutlich mehr machen. Ich zeige dir mal gerade den Allroad-Sattel, den wir hier entwickelt haben. Und zwar ist das hier der Allroad Core. Der hat hier so einen Partikelschaum. Der sorgt dafür, dass man zusätzliche Dämpfung hat. Trotzdem hat man eine gute Rückmeldung vom Untergrund. Also das spricht auch gerade sportive Fahrer an. Also ich mochte das auch nicht so gerne, wenn der Sattel zu weich ist. Aber das hier ist eigentlich genau die optimale Balance zwischen Dämpfung und Kontrolle. Ja, das kenne ich also auch selber von Testrädern, dass manchmal Sättel zu weich sind und eigentlich ja, dadurch mehr Druck erzeugt wird, als ich eigentlich vertragen kann. Und ja, das scheint mir eine gute Sache zu sein. Ja, für Gravel und Allroad ist das natürlich besonders empfehlenswert, aber es gibt auch Leute, die benutzen das beim Rennrad, zum Beispiel für die Langstrecke. Aber wie gesagt, das ist auch für die kurze Feierabendrunde optimal. Wir haben ja gerade über die Sitzhaltung gesprochen. Viele Leute glauben ja, dass von dieser sehr sportlichen Haltung auf dem Rennrad sie Beschwerden im Rücken bekommen können auch. Aus deiner Erfahrung, ist das richtig oder ist das nur eine halbe Wahrheit? Ich glaube, jeder von uns kennt jemanden, der Rückenschmerzen beim Rennradfahren gehabt hat oder hat. Das liegt auch natürlich an der Haltung. Es gibt natürlich viele andere Gründe, aber ein Effekt ist, dass man, wenn man das Becken in dieser typischen Rennradhaltung nach vorne kippt, hat man sehr viel Druck hier vorne im Genitalbereich. Deswegen sehr wichtig, einen Sattel mit Entlastung zu benutzen, vielleicht den Sattel auch ein bisschen zu kippen. Dann steht das Becken auch natürlich und auch der Rücken ist viel entspannter. Was natürlich auch hilft, gerade im Gravel-Bereich, ist diese Dämpfung, die man hat. Und das kann man einmal natürlich mit so einem Core-Element natürlich lösen. Aber wir haben auch eine andere Lösung, falls man jetzt so ein Core nicht hat. Und da haben wir diese Federsattelstütze entwickelt. Sie federt nur in ganz geringem Maße, sodass das nicht die Sitzhöhe beeinflusst. Aber sie ist doch deutlich spürbar. Also wie so eine kleine Federung am Rad. So kann man sein Rennrad sozusagen zum Full Suspension umbauen. Viele Leute haben ja Vorurteile gegenüber Federsattelstützen, zum Beispiel schwer oder macht einen unrunden Tritt. Was wiegt die? Ja, die wiegt jetzt auch nur wenig über 200 Gramm. Die ist aus Carbon. Man sieht auch sehr schlank und leicht. Auch eine sehr elegante kleine Klemmung. Auch die kann man gut verstellen, so dass man da eigentlich den Komfort einfach genießen kann, ohne dass man da groß sein Rad umbauen muss. Ja, und wir haben diese Sattelstütze auch schon getestet und den Test verlinke ich euch hier oben und da erfahrt ihr mehr Details über diese Stütze. Ein perfekter Sattel ist das eine, aber wenn es dann immer noch nicht passt, wenn es immer noch irgendwo zwickt, was kann ich dann noch machen? Ja, jeder Sattel ist natürlich auch nur so gut wie die Einstellung. Das heißt, achtet darauf, dass der Sattel einfach richtig eingestellt ist. Und das sind so die gängigen 3 Sachen: richtige Sattelhöhe,
richtige Neigung. Das wird oft vergessen, weil Sattelhöhe beschäftigen sich die meisten mit. Und auch der Nachsitz. Der Nachsitz ist, wie weit ist der Sattel zum Lenker hin oder nach hinten hinterm Tretlager. Und wenn ich es ganz genau wissen will? Also es gibt eine Hilfe von Ergon, das ist die Fittingbox. Ich zeige es mal gerade. Hier, das ist ein Do-it-yourself-System. Hier erklären wir genau, wie das Schritt für Schritt das ganze Rad einzustellen ist. Also nicht nur der Sattel, sondern alle Kontaktpunkte. In 7 Schritten kommt man da ganz einfach zum Ziel. Oder man kann natürlich einen professionellen Bikefitter beauftragen. Das bist du und wir werden gleich von dir noch 3 Quick-Tipps sozusagen hören, wie man sein Rad, wie man seine Sitzhaltung auf dem Rad kurz checken kann und herausfinden kann, ob da grundsätzlich alles schon mal stimmt und ob man in so eine Detailarbeit vielleicht noch mal gehen sollte. Ja, sehr gerne. So, und wie versprochen kommen jetzt hier unsere Quick-Tipps für die richtige Einstellung des Sattels. Und wir fangen gleich an mit so ein paar Basics, damit ihr eine ganz grobe Orientierung habt, ob eure Sitzposition passt. Genau, Jan, du hast jetzt den Fuß noch auf dem Boden und da sehe ich schon direkt, dass du eigentlich zu tief sitzt, weil du so satt auf den Boden kommst mit dem Fuß. Normalerweise kommt man nur mit der Fußspitze auf den Boden. Wir können jetzt mal testen, wenn du jetzt den Fußball mal aufs Pedal setzt, so wie du treten würdest. Ja, ruhig den Ballen vorne erst. So, und dann sieht man diese Beugung hier im unteren Todpunkt, die sollte weniger sein. Also das Bein sollte mehr gestreckt sein. Wenn du jetzt mal die Ferse versuchst auf das Pedal zu setzen, dann sollte das Bein durchgestreckt sein. Und das sieht man, das klappt nicht. Man sieht natürlich jetzt, die Streckung ist ein bisschen besser. Das wäre so eine Streckung, die ganz gut wäre, aber du sollst ja mit den Ballen treten, sonst kannst du die Wade nicht einsetzen. Okay. Und wenn ich das zu Hause mache, nehme ich dann wie jetzt hier meine Sneaker oder ziehe ich dafür die Radschuhe an? Die haben ja häufig so einen Absatz hinten noch. Du hast jetzt sehr dicke Sohlen, die Original-Radschuhe sind natürlich viel dünner. Das heißt, optimal wäre das mit den Original-Radschuhen zu machen. So, stimmt das jetzt? Jetzt haben wir so ein bisschen rumgetüftelt und du stehst jetzt mit dem Fuß, mit dem Ballen schön über dem Pedal, über der Pedalachse im tiefsten Punkt. Man sieht jetzt, das Bein ist noch leicht gebeugt, aber ist schon ziemlich gut. Nimm mal gerade die Ferse auf das Pedal, versuch mal das Bein zu strecken. Ja, das sieht eigentlich schon sehr gut aus. Ja, genauer geht das natürlich mit professionelleren Methoden, zum Beispiel Vermessung der Innenbeinlänge. Und dann kann man zum Beispiel in der Fittingbox einen Wert rauslesen aus einer Tabelle und dann kann man damit arbeiten oder halt mit einem Bikefitter zusammen. So, jetzt haben wir eine gute Sattelhöhe. Jetzt schauen wir uns als nächstes die Neigung vom Sattel an. Steig doch mal gerade ab. Ja, für die Sattelneigung sollte man beachten, dass man von der Grundposition den Sattel waagerecht hat. Das kann man hier zum Beispiel mit so einer Wasserwaage überprüfen. Legt man einfach hier auf die Mitte und dann ist der Sattel waagerecht. Wenn jetzt zu viel Druck vorne entstehen würde, dann kannst du den ein bisschen nach vorne neigen. Und dann jetzt die Schraube festziehen. Man sieht dann auch hier bei der Wasserwaage, dass dann die Blase nach hinten geht. Also so findet man dann die optimale Position. Da muss man so ein bisschen rumprobieren und auch testen beim Fahren. Die Verstellung geht dann auch relativ einfach. Was würdest du sagen, wie lange fahre ich jetzt erstmal, wenn ich so eine Position ausprobieren will am besten? Ja, so 1-2 Mal würde ich schon mal fahren und dann hast du auch ein Gefühl, ob das passt oder nicht. Wenn dann vorne tauf wird, dann würde ich halt die Nase ein bisschen runterstellen. Höhe haben wir, Neigung haben wir, fehlt noch eine Sache. Das ist der Nachsitz und zwar wie weit sollte der Sattel nach vorne, näher zum Lenker oder weiter nach hinten. Entscheidend ist auch vor allen Dingen die Position zur Kurbel. Natürlich auch der Abstand zum Lenker. Das macht das ein bisschen komplizierter, aber wir zeigen jetzt, wie es ganz einfach geht. So, der nächste schnelle Check, ob der Nachsitz stimmt, ist am besten, wenn der Jan drauf sitzt und am besten geht es wirklich mit 2 Personen, weil man selber dann das schlecht machen kann. Wenn du mal die Kurbel waagerecht nimmst, also nach vorne schieben, bis die Kurbel wirklich waagerecht ist, genau, und den Fuß wieder draufsetzen oder einklicken sogar, wenn man das kann. Und ihr seht, ich habe hier so ein kleines Lot. Das lasse ich jetzt hier von der Kniescheibe fallen und das sollte jetzt in etwa durch die Pedalachse hier durchgehen. Das klappt ganz gut. Wenn es jetzt dahinter liegt, dann würde ich den Sattel ein bisschen nach vorne schieben. Wenn es jetzt davor liegt, könnte der Sattel ein bisschen zurück. Und das war es eigentlich schon, oder? Und das war es schon. Wir haben jede Menge gelernt zum Thema Schmerzen am Gesäß und wie man sie loswerden kann. Danke dir, Kim, für deine ausführlichen Erklärungen. Ich hoffe,
ihr habt was mitgenommen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen da, abonniert auch unseren Kanal und schaut euch auch unsere anderen Videos an, in denen es um Schmerzen an den Händen zum Beispiel geht, aber auch um Schmerzen an den Füßen. Wir haben die komplette Packung gegen Schmerzen für euch.